Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht vertieft. Heute mit einer Entscheidungsbesprechung aus dem Deliktsrecht zur Haftung von Minderjährigen. Das Prinzip des Minderjährigenschutzes erstreckt sich über das gesamte geltende Recht. Es dient verschiedenen Zwecken. So sind Minderjährige aufgrund ihres Alters und der daraus folgenden geringen Erfahrung nicht wie ein Erwachsener zu eigenverantwortlichen Willensbildungen fähig. Zu ihrem Schutz sind daher ihre Willenserklärungen nach dem § 106 folgende im Rechtsverkehr nur beschränkt gültig. Minderjährige können noch nicht vollkommen die Folgen ihres Handelns überblicken, erst recht nicht die Gefahren, die sich hieraus ergeben könnten. Sie neigen zu Übermut und Leichtsinn. Aus diesem Grund finden im Strafrecht das Jugendgerichtsgesetz Anwendung. Auch in anderen Bereichen wird der Minderjährige geschützt, beispielsweise durch zahlreiche Bestimmungen im Familienrecht, im Arbeitsrecht durch Beschäftigungsverbote und im Jugendarbeitsrecht und im Sozialrecht durch umfangreiche Regelungen zugunsten Minderjähriger. Im Folgenden wollen wir uns anhand des Urteils des Oberlandesgerichts Celle vom 19. Februar 2020 den Minderjährigenschutz nach § 828 BGB, also die deliktische Haftung Minderjähriger, anschauen. Und damit sind wir schon beim Sachverhalt. Im Fokus des Sachverhalts steht die 8-jährige M. Sie ist mit ihrem Fahrrad auf einer Promenade unterwegs. Während der Fahrt wendet sie sich nach hinten zu ihren Eltern. Ohne es zu merken, verlässt sie dabei leider ihre eigene Fahrbahn und nähert sich den Fußgängern A und B. Das erkennen die Eltern zwar, aber es ist schon zu spät und kommt, wie es kommen muss. B schafft es gerade noch auszuweichen und kommt mit dem Schrecken davon. Doch A gerät ins Staucheln, verliert das Gleichgewicht und stürzt. Dabei verletzt sie sich schwer und wird ins Krankenhaus gebracht, wird operiert und auch dann stationär behandelt. Nun, einige Zeit später, stehen die Beteiligten vor Gericht. Im Rahmen ihrer Klage macht A gegenüber M und ihrer Familie Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend. Zudem soll das Gericht feststellen, dass M und ihre Eltern auch für künftige Schäden aus diesem Ereignis eintreten. Bevor wir direkt in die Falllösung starten, sollten wir uns erst näher mit dem klägerischen Begehren auseinandersetzen, um zu verstehen, was die A möchte, damit wir anschließend beurteilen können, wie und ob sie das erreicht. Laut dem Sachverhalt möchte A Schadensersatz, Schmerzensgeld und die Feststellung, dass die Beklagten für zukünftige Schäden aus diesem Ereignis eintreten müssen. Auf den ersten Blick sind das unterschiedliche Klageziele, die nur ihre Grundlage auf demselben Lebenssachverhalt haben. Das stimmt auch, wenn man den Schaden betrachtet. Durch den Unfall wurden Gegenstände der A beschädigt. Für diese möchte sie Schadensersatz. A wurde des Weiteren verletzt und möchte hierfür Schmerzensgeld haben. Und weil, wie zumeist in solchen Fällen, zukünftige Schäden vielleicht nicht umfassend erfasst sind oder noch auftreten, soll das auch für künftige Schäden gelten. Wenn wir uns aber die Frage stellen, was genau die A am Ende haben möchte, ist die Antwort zum einen natürlich Recht zu bekommen, aber zum anderen auch Geld. Sie möchte nämlich Geld für ihre beschädigten Sachen und sie möchte Geld dafür, dass sie durch die Verletzungen verursacht von M Schmerzen erlitten hat, bzw. möglicherweise noch erleidet. Das klägerische Ziel ist also eine Leistung der M und ihre Eltern in Form einer Geldleistung. Und genau dafür müssen wir jetzt einen Anspruch finden. Auch wenn es in diesem Fall recht eindeutig ist, in welchem Bereich des BGB wir für die weitere Falllösung unterwegs sind und ich das schon zu Beginn der Folge verraten habe, würde ich immer empfehlen, einen Schritt zurückzutreten und einen Blick auf alle potenziellen Ansprüche zu werfen. Sonst besteht immer das Risiko, einen oder mehrere Ansprüche zu vergessen. Wir können Ansprüche grob in 3 Kategorien unterteilen und für jede beurteilen, ob ein solcher Anspruch in Betracht kommt. Ansprüche können vertraglich, quasi-vertraglich und gesetzlicher Natur sein.
Vorliegend ist offensichtlich, dass zwischen A und M sowie ihren Eltern kein Vertrag besteht, aus dem sich Ansprüche ergeben könnten. Dementsprechend kommen vertragliche Ansprüche nicht in Betracht. Zu denken ist kurz an die quasi vertraglichen Ansprüche, doch weder die Culpa in contrahendo noch eine Geschäftsführung ohne Auftrag erscheint hier plausibel, sodass nur noch die gesetzlichen Ansprüche verbleiben. Es gibt einen beschränkten Katalog an gesetzlichen Ansprüchen wie bereicherungsrechtliche Ansprüche, Ansprüche aus unerlaubter Handlungen, mit diesen beschäftigen wir uns heute, sachenrechtliche Ansprüche, wie beispielsweise, um ein paar Schlagwörter zu nennen, aus dem Besitz, dem Eigentum, dem EBV, einem Grundstück, einer Hypothek oder Grundschuld. Und auch noch pfandrechtliche, familienrechtliche und erbrechtliche Ansprüche. Doch in unserem Sachverhalt stehen die Ansprüche aus unerlaubter Handlung im Vordergrund. Und das sind deutlich mehr, als man denkt. Man könnte die Ansprüche im Deliktsrecht für Schadensersatz mit einem Eisberg vergleichen. Im Abschnitt der Haftung für unerlaubte Handlung finden sich viele Ansprüche, manche sehr bekannt, andere kaum relevant. Am wichtigsten ist der Schadensersatzanspruch wegen der Verletzung absoluter Rechte. Nach § 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit den § 249 folgende. Wie in den meisten deliktischen Prüfungen werden wir auch damit beginnen. Auch oft wichtig ist der Schadensersatzanspruch wegen Verletzung eines Schutzgesetzes. Der Katalog an Schutzgesetzen ist weit. Am wichtigsten sind jedoch Tatbestände aus dem Strafgesetzbuch. In der Regel erwartet den Klausurbearbeiter keine tiefgehende strafrechtliche Prüfung und die Probleme des Falles liegen woanders. Dennoch darf § 823 Absatz 2 BGB nicht übersehen werden. Vor allem, wenn strafrechtlich geschützte absolute Rechte nach § 823 Absatz 1 BGB verletzt sind und dazugehörige Tatbestände im Strafrecht existieren. Doch das sind bei weitem nicht alle Ansprüche aus dem Deliktsrecht. Zuletzt wieder aktuell und dadurch auch für Klausuren populär ist der Schadensersatzanspruch wegen vorsätzlicher, sittenwidriger Schädigung. In unserem Sachverhalt aber nicht wirklich relevant. Oft eine wichtige Rolle nimmt auch der Schadensersatzanspruch gegen Geschäftsherren für die Verrichtung durch einen Verrichtungsgehilfen nach § 831 Absatz 1 BGB ein. Nämlich immer dann, wenn beim Schädiger, dem Verrichtungsgehilfen, nicht viel zu holen ist und stattdessen der Geschäftsherr die Verantwortung übernehmen soll. Aber auch das ist in unserem Fall nicht einschlägig. In Konstellationen mit Minderjährigen ist immer an § 832 Absatz 1 BGB zu denken, welcher einen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Aufsichtspflichtigen wegen der Verletzung einer Aufsichtspflicht begründen kann. In unserem Fall darf man § 832 Absatz 1 auf keinen Fall übersehen, weil sich die Klage der A nicht nur gegen M, sondern auch deren Eltern richtet. Auch wenn wir uns das im Detail im Rahmen dieser Folge nicht anschauen werden, ist die Prüfung von 832 in einem solchen Fall unentbehrlich. In anderen Konstellationen, nämlich dann, wenn Tiere involviert sind, ist an § 833 Satz 1 oder 2 BGB zu denken, wonach der Halter gegebenenfalls für die Schäden seines Tieres haftet. Seltener relevant wird die Haftung wegen Amtspflichtverletzungen nach § 839 Absatz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz. Sofern nach der Landesstudienordnung zulässig, könnte man sich den Artikel 34 Grundgesetz an § 839 Absatz 1 BGB kommentieren. Kommt es zum Todesfall, besteht möglicherweise ein Anspruch Dritter nach § 844 BGB. Das gilt jedoch nur für den Tod eines Menschen und nicht den Verlust eines Tieres. Zur Vollständigkeit will ich auch noch auf den Schadensersatzanspruch gegenüber dem Grundstücksbesitzer nach § 836 Absatz 1 BGB und den Schadensersatzanspruch wegen entgangener Dienste nach § 845 BGB erwähnen. Wenn es darauf ankommt, sollten die nicht übersehen werden. Doch in unserem Fall sind gegenüber M vor allem § 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit den § 249 folgende und daneben § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit der fahrlässigen Körperverletzung nach § 229 StGB und vielleicht einer Sachbeschädigung relevant. Gegenüber den Eltern ist neben dem Schadensersatzanspruch wegen Verletzung absoluter Rechte nach § 823 Absatz 1 vor allem an eine Aufsichtspflichtverletzung zu denken.
Und nach diesen Vorüberlegungen können wir auch mit der Prüfung des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB beginnen. Und zwar mit dem Gesetzestext. In Paragraph 823 Absatz 1 BGB heißt es: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Zur Vollständigkeit auch gleich der Absatz 2. Darin heißt es: Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. Bereits aus dem Normtext kann auf das Schema der Prüfung des Paragraphen 823 Absatz 1 BGB geschlossen werden. Zunächst muss eines der aufgelisteten absoluten Schutzgüter verletzt sein. Also das Leben, der Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht. Ich bin im Sachverhalt nicht im Detail darauf eingegangen, wofür genau die A Ersatz begehrt. Hintergrund davon ist, dass sie, zumindest laut dem Urteil, sehr viele Schadensposten angeführt hat, von denen viele problematisch waren. Nicht problematisch im Hinblick auf eine rechtliche Subsumption, sondern einfach umstritten, ob der Schaden tatsächlich angefallen ist. Um uns wirklich auf die relevanten Punkte zu konzentrieren, können wir daher einfach eine Verletzung des Eigentums unterstellen. Daneben hat A Verletzungen erlitten und musste deswegen stationär behandelt werden, sodass neben dem Eigentum auch der Körper und die Gesundheit verletzt sind. Diese Verletzungen resultieren alle auf dem Unfall, sodass eine haftungsbegründende Kausalität vorliegt. Eine weitere Voraussetzung und damit unser nächster Prüfungspunkt ist, dass die Verletzung widerrechtlich geschah. Wir haben vorliegend einen Fall des aktiven Handelns, also der aktiven Verletzung eines absoluten Rechts, sodass hierdurch die Rechtswidrigkeit indiziert wird. Und weil auch Rechtfertigungsgründe, wie zum Beispiel die Paragraphen 227, 28 oder 904 BGB nicht ersichtlich sind, können wir die Rechtswidrigkeit bejahen und mit dem nächsten Prüfungspunkt fortfahren. Die Ersatzpflicht erfordert, dass die Verletzung vorsätzlich oder fahrlässig eingetreten ist, also ein Verschulden vorliegt. Normalerweise handelt es sich hierbei um einen Prüfungspunkt, der unproblematisch ist. Nicht jedoch, wenn ein Minderjähriger das schädigende Ereignis begangen hat. Hier liegt der Schwerpunkt unseres Falles. Nachdem wir also bereits im Rahmen der Prüfung des Paragraphen 823 die rechtswidrige Verletzung des Körpers, der Gesundheit und des Eigentums, der A, durch das haftungsbegründende Handeln der M bejaht haben, mit anderen Worten den Tatbestand bejaht haben und dann auch noch die Rechtswidrigkeit festgestellt haben, müssen wir beim dritten Prüfungspunkt, dem Verschulden, zwischen zwei Unterpunkten differenzieren. Das Verschulden setzt sich aus zwei Prüfungspunkten zusammen, der Verschuldensfähigkeit und dem Verschulden selbst. Mit anderen Worten, bevor wir das Vorliegen von Verschulden prüfen können, müssen wir ermitteln, ob die beklagte M überhaupt in der Lage ist, schuldhaft zu handeln. Ob das der Fall ist, wird von § 828 BGB geregelt, der 3 Absätze hat. In § 828 Absatz 1 BGB heißt es: Wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Darauf aufbauend setzt Absatz 2 fort: Wer das 7., aber nicht das 10. Lebensjahr vollendet hat, ist für Schäden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat. Absatz 3 vervollständigt den Zeitraum der Minderjährigkeit und legt fest: Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Ich möchte das zunächst einmal an einem Zahlenstrahl visualisieren. Im Altersbereich bis 6 Jahre haftet der Minderjährige nicht.
Wichtig ist zu wissen, dass das weit über die deliktische Haftung hinausreicht und zum Beispiel auch für ein etwaiges Mitverschulden oder vertragliche Ansprüche gilt. Das ist unabhängig von der individuellen Einsicht, was bedeutet, dass selbst ein Minderjähriger, der weiß, dass sein Handeln nicht erlaubt ist, nicht nach § 828 Absatz 1 BGB haften kann. Man könnte sagen, dass ein absoluter Ausschluss der Verschuldensfähigkeit vorliegt. Es gibt davon jedoch zwei Ausnahmen. Die wichtigste ist § 832 BGB, also die Haftung der Aufsichtspflichtigen. Neigt beispielsweise ein Sechsjähriger dazu, Autos mit Steinen zu verschönern, also zu zerkratzen, dann sind natürlich die Eltern gefragt, wenn sie nicht ihrer Aufsichtspflicht genügen. Die zweite Ausnahme ist § 829 BGB, der vereinfacht gesagt eine Ersatzpflicht vorsieht, wenn es unbillig ist, dass ein Ausschluss der Haftung nach unter anderem § 828 BGB vorliegt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Geschädigte am Ende ohne jeden Anspruch steht, während eine Versicherung bei Haftung des Minderjährigen zahlen würde. In einer solchen Konstellation ist dann die Haftung des Minderjährigen weiterhin ausgeschlossen, es besteht aber eine Ersatzpflicht, sodass der Minderjährige im Ergebnis trotzdem haftet, nämlich dadurch, dass er eine Pflicht hat zu einer Ersatzleistung. Kommen wir zum Anwendungsbereich des § 828 Absatz 2. Wie sich schon direkt aus dem Wortlaut ergibt, ist dieser auf das Alter von 7 bis 10 Jahren und vereinfacht gesagt bei fahrlässigen Unfällen im motorisierten Verkehr beschränkt. Hintergrund des 2002 eingefügten zweiten Absatzes sind neue Erkenntnisse, wonach Minderjährige unter 10 Jahren die besonderen Gefahren des motorisierten Straßenverkehrs, wie beispielsweise die Abstände und Geschwindigkeiten von Autos, nicht ausreichend erkennen und einschätzen können. Ein Beispiel hierfür ist, wenn ein Kind die Straße überquert und dabei ein entgegenkommendes Auto langsamer einschätzt, als es ist und es deswegen zu einem Unfall kommt. Leider ist der Wortlaut des § 828 Absatz 2 nicht vollumfänglich geglückt, sodass in bestimmten Situationen eine teleologische Reduktion geboten ist. Nach dem Wortlaut ist die Norm einschlägig bei Unfällen mit einem Kraftfahrzeug, also auch wenn ein Kind gegen ein parkendes Auto fährt. Das macht keinen Sinn, denn das Normzweck ist ja die Gefahren des motorisierten Verkehrs zu berücksichtigen und solche liegen nicht vor, wenn ein Auto steht. Wichtig ist nicht zu übersehen, dass Absatz 2 nur für fahrlässige Unfälle gilt. Der wichtigste und klausurrelevanteste Bereich des § 828 ist der dritte Absatz, der die Haftung für alle anderen Altersspannen regelt, also grundsätzlich ab dem 7. und im motorisierten Straßenverkehr ab dem 10. Lebensjahr. Der Text selbst hat seit den 1900er Jahren keine wesentliche Änderung erfahren und ist, man könnte sagen, weiterhin nicht eindeutig. Es besteht keine Haftung, wenn der Minderjährige bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte. Doch was das ist, lässt das Gesetz offen. Anders als in vielen anderen Rechtsbereichen lauert hier aber auch kein Streit mit zahlreichen Meinungen. Im Gegenteil, bereits 1902 hat das Reichsgericht festgelegt, was darunter zu verstehen ist, und das ist im Großen und Ganzen noch heute gültig. Die Verschuldensfähigkeit setzt sich nach der Rechtsprechung aus zwei Elementen zusammen. Zunächst muss der Minderjährige verstehen, dass die Handlung gefährlich ist. Mit der Handlung ist natürlich die haftungsbegründende Handlung gemeint, in unserem Fall das Fahren mit Blick nach hinten. Zweitens ist erforderlich, dass der Minderjährige erkennt, für dieses Verhalten in straf- oder zivilrechtlicher Hinsicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Und das war's dann auch schon. Anders als im Strafrecht bereits seit 1923 ist keine Steuerungsfähigkeit erforderlich. Auch den genauen Schaden und die konkrete Gefahr muss dem Minderjährigen nicht bekannt sein. Zerstört er ein Kunstwerk, ist es egal, ob er weiß, dass dieses wertvoll ist. Oder wirft er Steine auf ein fahrendes Auto, muss er wissen, dass das allgemein gefährlich ist. Dass dabei das Auto zum Beispiel ausschert und dabei genau zwei Menschen, eine Oma mit Enkel, verletzt, ist natürlich nicht erforderlich.
Was genau der Unterschied zwischen den beiden erforderlichen Punkten, also der Erkenntnis, dass das Handeln gefährlich ist, und der Erkenntnis, hierfür in straf- oder zivilrechtlicher Hinsicht zur Verantwortung gezogen zu werden ist, will ich mit einem kurzen Beispielsfall zeigen. Mit diesem Wissen können wir dann auch in unserem eigentlichen Fall weiterarbeiten. Im Beispielsfall wurde der 11-jährige M von seinen Eltern belehrt, ich zitiere, nichts Illegales aus dem Internet herunterzuladen. Er macht das trotzdem und verletzt hierbei Urheberrechte des U. Dieser Fall wurde am 29. Oktober 2020, natürlich hier stark vereinfacht, vom Landgericht Frankfurt am Main entschieden. Zur Erkenntnis, dass die Handlung gefährlich ist, entschied das Landgericht, dass der M wegen der Warnung bzw. dem Verbot seiner Eltern sich der allgemeinen Gefährlichkeit seines Verhaltens bewusst war. Dementsprechend wurde der erste Punkt, die Erkenntnis, dass die Handlung gefährlich ist, bejaht. Die Erkenntnis, dass er hierfür in strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Hinsicht zur Verantwortung gezogen werden kann, verneinte das Gericht jedoch. Dazu stellte es fest, dass es sich um eine überdurchschnittlich komplexe Verletzungshandlung handele, die zu einer der abstraktesten Verletzungen führe, die im Rechtsverkehr überhaupt denkbar sind. Mangels Einsichtfähigkeit haftete M in diesem Fall nicht wegen der Urheberrechtsverletzung. Wenn wir wieder zu unserem Fall, zurück zu nach hinten blickenden M zurückkehren, erscheint die Antwort relativ einfach. Während Urheberrechtsverletzungen kompliziert sind, sollte doch ein 8-jähriges Kind wissen, dass man beim Fahrradfahren nicht nach hinten blickt. Oder kommt es darauf an, ob M das wusste? Bevor wir unseren Fall weiterführen können, müssen wir erstmal herausfinden, wer diese Einsicht haben muss. Dafür bieten sich zwei Optionen an. Einerseits die konkrete Einsichtfähigkeit, andererseits die allgemeine Einsichtsfähigkeit. Während wir bei der konkreten Einsichtsfähigkeit das konkrete betroffene Kind betrachten, fokussiert sich die allgemeine Einsichtsfähigkeit auf Kinder derselben Alters- und Erfahrungsgruppe. Werfen wir einen Blick ins Gesetz, erscheint die Antwort offensichtlich. In § 828 Absatz 3 heißt es nämlich, für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das ist eines der Argumente, die von Vertretern der konkreten Einsichtsfähigkeit herangezogen wird. Auch die Entstehungsgeschichte wird als Argument angeführt. Dennoch reicht die Rechtsprechung eine allgemeine Einsichtsfähigkeit mit zwei praktisch relevanten Gründen genügen. Soll die konkrete Einsichtsfähigkeit im Laufe eines Prozesses ermittelt werden, muss das teilweise sehr weit rückwirkend ermittelt werden. Das ist schwierig, denn beispielsweise M aus unserem Beispiel weiß nach dem Unfall, dass es keine gute Idee war, nach hinten zu schauen. Ob das auch davor so war, ist schwer herauszufinden. Ein weiterer Grund ist, dass im Falle einer konkreten Einsichtsfähigkeit für jeden Fall eine gutachterliche Ermittlung erforderlich ist. Das würde nicht nur zusätzliche Kosten bedeuten, sondern auch zu großer Rechtsunsicherheit führen. Der allgemeinen Einsichtsfähigkeit folgend hat die Rechtsprechung im Laufe der letzten Jahrhunderte zahlreiche Fallgruppen entwickelt, aus denen sich ergibt, ab welcher konkreten Altersgruppe ein Kind für eine spezielle Handlung über die erforderliche Einsicht verfügt. Dieses Wissen kann natürlich im Rahmen einer Klausur nicht erwartet werden, findet sich aber als Hinweis für das zweite Staatsexamen in der Kommentarliteratur. Ohne Kommentare muss man argumentieren, und da gibt es zahlreiche Aspekte, die in diese Würdigung einfließen können. Für die Beurteilung der Einsichtsfähigkeit würdigt die Rechtsprechung alle Umstände des Einzelfalls, der individuellen altersgemäßen Entwicklung des Kindes, die Erfahrung des Kindes mit Situationen dieser Art, aber auch des Spieltriebs, dem Forschungs- und Erprobungsdrang, einen Mangel an Disziplin, Impulsivität und die Neigung zu Affektreaktionen. Ein Beispiel dafür ist das Verhalten von Stadtkindern auf dem Land oder der Drang von Kindern, Bällen nachzurennen. Wird die Verschuldungsfähigkeit bejaht, muss natürlich auch das Verschulden selbst festgestellt werden. Dafür gelten modifizierte Maßstäbe. Es ist erforderlich, dass, ich zitiere, Kinder bzw. Jugendliche seines Alters und seiner Entwicklungsstufe den Eintritt eines Schadens hätten vorhersehen können und müssen und es ihnen bei Erkenntnis der Gefährlichkeit ihres Handelns in der konkreten Situation möglich gewesen wäre, sich diese Erkenntnis gemäß zu verhalten. Sofern beide Punkte vorliegen, ist der Tatbestand des Verschuldens erfüllt.
In unserem Fall können wir einen kurzen Blick auf die Rechtsprechung werfen. Zunächst müssen wir feststellen, dass wir keinen Unfall im motorisierten Verkehr haben und § 828 Absatz 2 nicht anwendbar ist, sodass sich die Verschuldensfähigkeit nach Absatz 3 richtet. Hier hat die Rechtsprechung strenge Vorgaben. Bereits mit 7 Jahren wird erwartet, dass Minderjährige das Rechtsfahrgebot und die Vorfahrtsregeln kennen und einhalten. Mit 9, dass die Abstände beim Fahrradfahren eingehalten werden und mit 11 oder 12, dass Sichtverhältnisse wie Nebel und Dunkelheit, Verkehrszeichen und Ampeln berücksichtigt werden. Wenn wir diese Maßstäbe für einen 8-jährigen Minderjährigen berücksichtigen, spricht einiges dafür, die Einsichtsfähigkeit zu bejahen. Wenn mit 7 Jahren erwartet werden kann, dass man sich an das Rechtsfahrgebot und die Vorfahrtsregeln hält, dann sollte in diesem Alter auch bekannt sein, dass beim Fahrradfahren der Blick nach vorne zu richten ist und nicht nach hinten. Und wenn das nicht geschieht, liegt fahrlässiges Handeln vor. Damit können wir das Verschulden bejahen. Bevor wir weitermachen, sollten wir einen kurzen Blick auf die Beweislast werfen. Aufgrund der Formulierung des § 828 Absatz 3 BGB wird die Einsichtsfähigkeit vermutet. Das Fehlen muss vom Minderjährigen bewiesen werden. Praktisch geschieht das selten. In vielen Urteilen findet man zu § 828 Absatz 3 nur einen kurzen Hinweis und keine Feststellung. Es ist Zeit für ein kurzes Zwischenergebnis. In der Prüfung des 823 Absatz 1 BGB zulasten der M haben wir zunächst den Tatbestand und dann die Rechtswidrigkeit bejaht. Ausführlich haben wir das Verschulden bestehend aus der Verschuldensfähigkeit und dem Verschulden an sich diskutiert, sind jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass Kinder im Alter der M über die erforderliche Einsicht verfügen und haben das Verschulden im Ganzen bejaht. Damit haben wir alle Erfordernisse des § 823 Absatz 1 BGB bejaht, sodass M nun den durch ihr Handeln entstehenden Schaden ersetzen muss. Dieser Schadensersatz richtet sich nach dem § 249 folgende. Im Rahmen der Ermittlung des Schadensersatzes nach § 249 folgende BGB gehen wir in 3 Stufen vor. Auf der ersten ermitteln wir den ersatzfähigen Schaden. Hierzu zählen zunächst Vermögensschäden, wie beispielsweise beschädigte Gegenstände, zum Beispiel die durch den Unfall beschädigten Klamotten, vielleicht ein Handy, das den Unfall nicht überlebt hat, und natürlich die Behandlungskosten. Dazu kommen immaterielle Schäden im Rahmen des § 253 BGB, wie ein angemessenes Schmerzensgeld. Es kann natürlich nicht jeder x-beliebige Schaden erstattet werden. Eine haftungsausfüllende Kausalität zwischen der Rechtsgutverletzung und dem eingetretenen Schaden ist erforderlich. Das prüfen wir in 3 Schritten, zunächst mit der Kausalität im Sinne der Äquivalenztheorie, also der Conditio sine qua non Formel, dann mit der Ädequanztheorie und zuletzt überprüfen wir, ob der Schaden in den Schutzbereich der verletzten Norm fällt. Beispielsweise wären die Klamotten der A nicht beschädigt worden, wäre es nicht zu einem Unfall gekommen. Die Klamotten oder ein Handy hätten einen Unfall überlebt. Dass Klamotten oder ein Handy einen Unfall nicht überleben, liegt nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit und bei den Schadenspositionen handelt es sich vorliegend um welche, die dem Eigentum bzw. der körperlichen Unversehrtheit unterfallen und deswegen vom Schutzzweck der Norm erfasst sind. Wichtig ist, wenn natürlich Probleme vorliegen, hier auf jeden einzelnen Schadensposten einzugehen und diesen als ersatzfähig oder nicht ersatzfähig zu klassifizieren. Bevor wir diese Prüfung beenden können, müssen wir noch einen letzten Blick auf die A werfen. Genau genommen darauf, ob ihr Anspruch wegen Mitverschulden gemildert oder ausgeschlossen ist. Aber in unserem Fall haben wir keine Hinweise, die darauf deuten. Die Folge hiervon ist, dass M nach dem Alles- oder Nichts-Prinzip haftet, es also keine Beschränkung auf eine Höhe oder Zeit gibt. Wir können somit festhalten, dass M nach § 823 Absatz 1, 828 Absatz 3, 249 folgende BGB zum Schadensersatz und zur Zahlung von Schmerzensgeld verpflichtet ist. Bevor wir mit der Prüfung weiterer Ansprüche fortfahren, möchte ich noch kurz auf das angesprochene Alles- oder Nichts-Prinzip eingehen, denn es gibt einige Bedenken hier. Das Alles- oder Nichts-Prinzip der Rechtsprechung wird von der Literatur zum Teil kritisiert. Kritiker führen auch gewichtige Argumente ein, weshalb ein identischer Schadensersatzmaßstab ungerechtfertigt sei. Beispielsweise eine geringere geistige Fähigkeit Minderjähriger,
ein Verfehlen des Schutzes und Beziehungszweckes des minderjährigen Schutzes, aber auch, dass Minderjährige infolge einer Haftung starke finanzielle Einschränkungen erleiden und keine gleichberechtigte Startchance ins Leben haben. Anders als die meisten würden sie stark verschuldet ins Erwachsenenleben, das ist natürlich gemeint, starten. Ein meiner Meinung nach wichtiger Punkt ist, dass Kinder selbst keine Vorsorge in Form einer Haftpflichtversicherung schließen können. Ein Grund, weswegen eine obligatorische Haftpflichtversicherung für Kinder weiterhin meiner Meinung nach erforderlich ist. Zu einer Lösung dieses Dilemmas zwischen minderjährigen Schutz und Gläubigerschutz gibt es zahlreiche Theorien. Eine möchte ich kurz vorstellen. Nach der Ansicht von Canaris besteht bei einem vernichtend hohen Schaden eine Haftungsbeschränkung durch den Einwand des Rechtsmissbrauchs. Dafür stellt Canaris 3 Bedingungen auf, nämlich, dass dem Minderjährigen leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, die Entschädigung des Opfers gesichert ist, zum Beispiel durch seine eigene Versicherung, und drittens ein existenzbedrohlicher Schaden vorliegt. Wann das der Fall ist dann natürlich die Frage. Doch sofern keine Beträge im Bereich von Hunderttausenden oder Millionen Euro in Betracht kommen, sollte der Einwand des Rechtsmissbrauchs mit Vorsicht eingewendet werden. Zumindest nicht in unserem Fall, wo lediglich, natürlich in Anführungszeichen, ein Schaden von mehreren tausend Euro im Raum steht. Das ist natürlich viel für ein Kind, aber nicht existenzbedrohlich. Nach diesem kurzen Exkurs müssen wir uns in gebotener Kürze noch einen Anspruch aus § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit Schutzgesetzen zuwenden. Als Schutzgesetz kommt zunächst die fahrlässige Körperverletzung in Betracht. Als allererstes ist eine Schutzrechtsverletzung erforderlich. Als ein mögliches Schutzgesetz haben wir bereits § 229 StGB identifiziert. Nun müssen wir prüfen, ob der Tatbestand dieser Norm erfüllt ist. In § 229 StGB heißt es: Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wichtig ist, sich bei der Prüfung des § 229 StGB kurz zu halten. Im Falle einer Klausur schreiben wir eine aus dem Bereich des Zivilrechts und wir wollen den Klausurkorrektor nicht mit Schilderungen aus dem Strafrecht langweilen. In unserem Fall ist beispielsweise eindeutig, dass der Taterfolg eingetreten ist und auch die Kausalität können wir problemlos bejahen. Im Rahmen der Prüfung des Sorgfaltsverstoßes können wir auf unsere vorherigen Ausführungen in der Prüfung zurückweisen und knapp feststellen, dass ein 8-jähriger Minderjähriger, der beim Fahrradfahren nach hinten blickt, fahrlässig handelt und auch zur objektiven Zurechnung bestehen keine Zweifel. In der Prüfung des § 823 Absatz 2 BGB geht es weiter mit der Rechtswidrigkeit der Schutzgesetzverletzung und dann dem Verschulden. Auch diese beiden Punkte können wir mit dem Verweis auf die vorherige Lösung bejahen und schließlich als Rechtsfolge Schadensersatz nach dem § 249 folgende BGB gewähren und auch hier nach oben verweisen. Damit besteht auch ein Anspruch aus § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit § 229 StGB. Wichtig ist es jetzt noch über andere Schutzgesetze nachzudenken. Eine Hilfe ist hier ein Blick auf das Klagebegehren und den Schaden. Mit dem § 229 StGB haben wir Delikte zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit geprüft, also das Schmerzensgeld. Nicht berücksichtigt haben wir bisher die sachlichen Schäden. Weil es aber keine fahrlässige Sachbeschädigung gibt, sind wir mit den Ansprüchen gegen M am Ende angelegt. Ein Tipp hierzu noch: Blätter einfach mal durch das Inhaltsverzeichnis des StGB und ähnlicher Gesetze. Vielleicht findest du noch ein anderes Schutzgesetz. Weil der Fokus dieser Folge in der deliktischen Haftung von Minderjährigen liegen soll und nicht in der Haftung von Aufsichtspflichtigen, möchte ich im Rahmen dieser Folge nicht im Detail darauf eingehen, sondern nur ein paar Hinweise geben. Als Eltern der M sind diese nach den Paragraphen 1626 Absatz 1, 1631 Absatz 1 BGB Aufsichtspflichtige. Das erforderliche rechtswidrige Handeln ist gegeben. Hier können wir nach oben verweisen. Wichtig ist, dass ein fehlendes Verschulden in der Person des Beaufsichtigten, was hier vorliegt, nicht erforderlich ist und auch nicht hinderlich ist. Ein Anspruch gegen die Eltern würde jedoch an der Exkulpation nach § 832 Absatz 1 Satz 2 BGB scheitern. Die M ist 8 Jahre alt und muss nicht mehr rund um die Uhr überwacht werden. Sie könnte innerhalb eines räumlichen Bereichs auch ohne Aufsicht spielen bzw. sich aufhalten. Hier waren die Eltern sogar dabei und konnten nicht eingreifen, weil es zu schnell zu einem Unfall kam. Eine Aufsichtspflichtverletzung ist nicht gegeben und somit auch nicht ein Anspruch aus § 832 Absatz 1 Satz 1 BGB.
Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen, dein Wissen zur Haftung Minderjähriger im Deliktsrecht auffrischen und vertiefen. Willst du etwas aus dieser Folge nachlesen, vielleicht weiter vertiefen oder eine der Überblicksfolien herunterladen, findest du auf unserer Webseite auch einen Artikel zu dieser Entscheidung. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Auf unserer Webseite hast du auch die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen und kannst dein Wissen zu § 828 BGB in unserem Quiz mit kurzen Fällen testen. Ich danke dir sehr für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.